Mit dem Auto bin ich in Mönchengladbach gestartet. Innerhalb von 3 Monaten möchte ich Südafrika erreichen. Mein Name ist Immo und das ist meine Geschichte. Und heute, erst durch die Wüste und dann dicke Probleme bei der Talabfahrt. Oh, ich bin so gespannt, ob er das Auto schafft. Oh, ich hoffe einfach. Oh. Das ist eine riesige Herausforderung. Wie Omar den Honda den Berg runter rettet. Weiterfahrt mal anders, warum ich einen Tag im berühmten Erdzug unterwegs bin. Und dabei dem Geheimnis des Tees auf die Schliche komme. Doch was nun? Ersatzteile sind schwierig zu besorgen und die Reparatur sowieso. Where is it broken now? Here? This one is empty. Wie geht es weiter? Oder sitze ich jetzt wirklich fest in Mauretanien? Immer noch Tag 10 meiner Reise nach Südafrika. Ich befinde mich in der Wüste von Mauretanien. Aber es war gut. Mein 22 Jahre alter Honda ist vor ein paar Stunden mit einem Getriebeschaden liegen geblieben. Und irgendwie hat es mein Tourguide Omar hinbekommen, dass wir jetzt abgeschleppt werden. Ja, mega, dass die beiden gekommen sind und helfen. Ich dachte ja eher, es wäre wirklich so ein Abschleppwagen. Jetzt werden wir am Abschleppseil gezogen, aber wird schon die nächsten, ich weiß nicht wie viel, zig Kilometer. Denn eine Werkstatt im Ort, die gibt es nicht. Noch weniger eine neue Kupplungsscheibe. Also bleibt nur abschleppen. Wohin? Das weiß Omar. Ich dagegen fühle mich wie ausgeliefert und hoffe einfach nur, dass dieser Wahnsinn schnell ein Ende hat. Ah, that's good. Er versucht es jetzt mehr geradeaus. Das ist, glaube ich, besser. Wegen dieser Kuhle. Sonst schlägt er immer nur nach rechts aus. Es ist 18 Uhr, als wir uns in Bewegung setzen. Ich habe das hier wirklich lieb gewonnen, die Menschen und so. Und jetzt die Abfahrt ins Ungewisse. Bislang musste ich mich noch nie abschleppen lassen. Heute das erste Mal. Ausgerechnet mit einem von mir mitgebrachten Seil, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es je benutzen würde. Mit einem Menschen an meiner Seite, den ich erst vor 2 Tagen kennengelernt habe und der es sich nicht nehmen lässt, selbst das Steuer zu übernehmen. Yes, we are rolling, my friend. Roll. The camping expedition is not finished. The beginning of the expedition. Welcome, my friend, Africa. Ich liebe ihn dafür. This is real life, my friend. How many kilometers? Today, Yeah. I think 700, 600 kilometers. But now, Today to at Attar, we have 90 kilometers. And from Attar to Zweirat after. How many hours? I don't know. Let's see, inshallah. So Gott will. Na denn, ich fasse mal zusammen. Etappe 1, 80 Kilometer. Danach wären es nochmals tatsächlich 320 Kilometer, gezogen am Seil die ganze Nacht. Inshallah, was passiert hier nur? You have to get started slowly, not like big. Get started small, and we go normal. But if just big, it's crazy. it's difficult to drive like this. Yes. You have to communicate a lot with the second driver. Omar muss also sehr genau darauf achten, was der vor uns macht. Gibt er Gas, bremst er? Blöd nur, dass ihn und damit auch seine Fahrweise keiner von uns kennt. Das heißt, volle Konzentration und das über Stunden. Für Omar eine Ehrensache, Verantwortung zu übernehmen. Für uns mein Auto und meine Fahrt nach Südafrika. Ja, alles wunderschön und leider platzt dieser Traum gerade in Mauretanien und ich hoffe irgendwie, dass ich überhaupt durchkomme. Boah. Aber Omar fährt immer noch super. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir gerade abgeht. Mit gerade mal Tempo 80 vorwärts, tiefe Zweifel
weil ich keine Ahnung habe, wie die Nummer hier ausgeht. Ich meine, 400 Kilometer am Abschleppseil. Einmal Köln, Hamburg. Wie bescheuert ist das denn? Und zu allem Überfluss. The sun is going down, and after we have some mountains coming, it is turning like this. It's very big mountain. Like the night is not easy. I'm thinking about that right now. Maybe we just remove the cable and let the car flying down on the mountain. In case he put on us, it will be risky. It will be in the night also, a lot of car crossing. Das sind ja keine guten Aussichten. Vor uns liegt also eine gefährliche Abfahrt. Sie im Hellen zu erreichen wäre super. Ist super, denn es passt so gerade. Umar macht das Seil ab. Gemeinsam schieben wir den Honda der steilen Talabfahrt entgegen. Dann nochmal kurz Stopp. Okay. What? My shoes in the car. Oh no. No. Okay, please there. Auch das noch. Stop. Here's your shoe. Dankeschön. Ja. Nun gibt es kein Zurück mehr. Rollen lassen. Noch sieht alles ganz harmlos aus. Doch zunächst kommt eine Steigung. Der Honda verliert an Geschwindigkeit. Plötzlich springt Umar raus, um ihn anzuschieben. Ist so verrückt, echt. Ein so toller Mensch. Echt unglaublich. You make it! Do you need help? Also raus und den Freund nicht hängen lassen. Gemeinsam drücken wir die Tonne Gewicht nach oben, bis das Auto wieder selbstständig ins Rollen kommt. Und dann beginnt der eigentliche Wahnsinn erst. Oh, ich bin so gespannt, ob er das runterschafft. Oh, ich hoffe einfach nur. Das ist eine riesige Herausforderung. Die Steine liegen auf dem Boden, es geht steil runter und das Ganze ohne Gangschaltung. Also wirklich nur mit der einfachen Fußbremse. Die kann zum Glühen kommen, ach was weiß ich nicht was, aber so weit will ich gar nicht denken. Omar macht das schon. Hunderte Meter Abgrund. Und ich kann nur zuschauen. Doch irgendwann ist es endlich vorbei. Und wir erreichen das Tal. Zeit, den Honda wieder ans sichere Seil zu legen. Wow, mega, wie du das gerockt hast. Wow, really cool. Woo! Hey, respect, man. You did it. Together, group work. Yeah, he as well, really. Es wird nun schnell dunkel. Doch die 9. größte Stadt Mauretaniens, Atta, ist nicht mehr weit. Hier leben aber auch nur 25.000 Einwohner und keiner ist dabei, der meinen Honda wieder in Gang bringen kann. Heißt, wir lassen mein Auto am Checkpoint stehen, ich zahle unserem Helfer 140 € und wir suchen eine neue Möglichkeit für die Weiterreise. Und das geht so, man spricht einfach Leute an, ob sie Bock haben, einen stundenlang abzuschleppen. Das ist Mauretanien. So läuft das hier. Ja, Omar hat jetzt eine neue Mitfahrgelegenheit gefunden. Unfassbar. Und jetzt geht's weiter. Nochmal 320 Kilometer oder so. Es ist alles ein Wahnsinn, echt. Was ich hier erlebe in diesen Tagen, ich kriege das alles gar nicht in die Birne. And now it's going on. Okay, now what is going on? We find the second car, mashallah. Solution, no problem. Only solution, my friend, is kein problem. Here is the second car. Today we go pick up the car from the police checkpoint. And then yalla, schlafen in Zweirat. Morgen in Zweirat, take the train to Nouadhibou, inshallah. Everything is good, no problem. Only solution. Inzwischen ist es 23 Uhr und ich fange auf dem Weg zum Honda an, hochzurechnen.
Wenn wir weiterhin mit 80 Stundenkilometern über die Piste brettern, dann brauchen wir für die 320 Kilometer 4 vielleicht... Stehen da gerade wirklich Kamele auf der Straße? Okay, also 4 oder 5 Stunden. Das heißt, wir wären früh morgens in Surat. Klingt super. Vor allem klingt es nach Schlaf in einem ordentlichen Bett. Theoretisch. Denn praktisch wird's eine harte Angelegenheit. Ja, mein Schlafplatz und jetzt geht. Wenn man nur Tempo 30 fährt, dann kommt man nicht weit. Und so haben wir irgendwo in der Wüste am Straßenrand völlig erschöpft Halt machen müssen. Ja, ich habe hundsmiserabel geschlafen draußen auf der Isomatte. Die Nacht war, sagen wir mal, semi-aufregend toll. Es zieht sich halt ohne Ende 320 Kilometer abgeschleppt zu fahren. Das ist schon ein Irrsinn. Mit Tempo 50, 60, jetzt haben wir uns langsam gesteigert auf 70. Ist ja was heller, man kann ja was weiterkommen. So starte ich in Tag 11 meiner 3-monatigen Reise nach Südafrika. Am Abschleppseil völlig gerädert und dazu fahren wir auch noch quasi in die falsche Richtung. Nicht nach Südosten, also Richtung Südafrika, sondern nach Norden, zurück nach Westsahara. Was ist denn jetzt der Plan? What's about the plan? The plan is so we are almost in Zouairat. So when just we are to Zouairat, we go to the train station straight, put the car on the train wagon. Ist es auch der Zug, den alle hier irgendwie mitnehmen und fahren wollen? Ist es the most popular train? Yes, it is. This is the longest train in the world and heaviest train in the world. Und ich kriege ihn doch noch mit. Und And actually, I'm really train with the car. This is the amazing thing. with a broken car. Wir fahren also mit dem berühmten Iron Train zurück. Dort in den Bergen wird das wertvolle Eisenerz abgebaut, dessen Erlös 20% der Wirtschaftskraft des Landes ausmacht. Und dann sehe ich ihn auch. Den Zug, wie sie ihn hier nennen, der mit bis zu 220 Waggons ans Meer fährt. Dorthin, wo meine Reise hier anfing. Ja, unglaublich. Der Zug in Sicht und wie lang der ist. Wahnsinn. Ja, da steigen wir gleich ein mit dem Kleinen hier. Und damit geht es quasi wieder zurück an den Ausgangsort, dort, wo alles angefangen hat. Und dort soll das Auto repariert werden, weil das Ersatzteil dorthin kommt. Ob es denn alles so kommt, ich habe gelernt, Dinge können passieren, aber manchmal eben auch anders, als man denkt. Man weiß es nicht. Aber ich bin ja guter Dinge, weil es kommen da noch so viele Länder. Ich hab doch keine Zeit. Nein, aber ich bin total happy, dass sich das alles so, dieser Knoten einfach entzerrt und löst. Naja, wobei, eins weiß ich noch nicht genau, das mit dem Ersatzteil, wann das wirklich kommt. Also das hat Omar ja aus Marokko bestellt und ist, glaube ich, von dort aus auf dem Weg. Ich hoffe, es kommt auch wirklich an. Wir zumindest sind angekommen am Autoverladeplatz. Verdammt öde, staubig und einsam hier. So habe ich mir das wahrlich nicht vorgestellt und uns bleibt nichts anderes übrig, als den Honda zurückzulassen. Für uns geht's in die nahegelegene Stadt Federik ins Hotel. Tja, heute wird es dann wohl nichts mehr mit der Zugfahrt. Ja, hier bin ich halt. Irgendwo und nirgendwo. Und warte darauf, dass der Zug hoffentlich morgen fährt. Denn das ist leider noch ein bisschen unsicher. Bereits morgens ist es hier brütend heiß. Ich habe keine Ahnung, wie der Esel die Hitze und den Sand aushält, wenn selbst die Autos eingepackt werden. Omar holt mich gemeinsam mit seinem Cousin Aziz ab. Schließlich wollen wir heute gleich weiter. Also Omar hat mich jetzt hierher gebeten, um mir irgendwas zu sagen. Und ich befürchte, es sind richtig scheiß Nachrichten. So, I'm already prepared. Good morning.
We've been at the train station, we paid the stuff for the car today, and we hope today we can leave with the car on the train. But still not sure we can leave with the car today on the train. Ja, was soll ich sagen? Das ist Afrika. Ey, das macht mich so fertig. Vielleicht unter Umständen, maybe, inshallah. Even the driver of the train, he don't know what time exactly he should leave from the train station to Nouadhibou. He cannot know. Der Zug, der fährt natürlich in erster Linie, damit Eisenerz transportiert werden kann und nicht irgendwelche Touristen, die ein kaputtes Auto haben. Verstehe ich ja. But we're still hoping it will leave today, inshallah. Kein Problem. Inshallah. Inshallah. Auf zur Pickup-Station, ohne zu wissen, wann mein Honda wirklich auf Reisen geht. Dort muss er hoch. Sieht harmlos aus. Zumindest für fahrbereite Autos. Nur eine Tonne Honda hochschieben, ist da schon was anderes. Rauf mit dem Auto auf die Rampe. Und es ist so heiß, den Lack kann man kaum anfassen. Das ist eine Riesenplackerei. Und das bei der Hitze. Am Ende sind wir zu 5 und mühen uns weiterhin reichlich ab. Endspurt. Mit allem Mann. Die letzten Meter über den Engpass. Geschafft. You're on the train. Yalla. Endlich auf dem Waggon. Durchpusten. Für uns 3 geht es tatsächlich heute noch weiter. Wir werden die Wüste verlassen. Glück gehabt. Weil der Zug in erster Linie Erz transportiert, werden nur einmal pro Tag Personenwaggons angekoppelt. Nur sehen kann ich sie nicht. Okay, there. Unser Zug ist der hintere. Was eine andere Welt hier. Nach einem Bahnsteig frage ich besser erst gar nicht. Wir müssen uns noch gedulden, bis der vordere leere Zug, der wohl gerade angekommen ist, weiterfährt zur Mine, um dort mit Erz beladen zu werden. Und das sind sie wohl, die Personenwaggons. 3 zähle ich, wobei sie von außen eher wie Frachtcontainer aussehen. Na, das kann ja was geben. Omar hat Sicht- und Schallschutz montiert. Die improvisierte Tür schottet uns von der benachbarten 8-köpfigen Familie ab. Und so sieht es aus, unser Quartier. My friend, on the train, drinking water, everything is fine. On the rush, but the car will be in Nouadhibou tomorrow. Not at the same time, maybe later, 6 hours more, later than us. It's fine. Inshallah. Ja, jetzt sitzen wir im Erzzug. Unglaublich. Schleichen uns so hier lang. Tolles Gefühl. Ist zwar komisch, mein Auto kommt nach, aber nicht so schlimm. Völlig verrückt das alles. Mit maximal 50 Stundenkilometer insgesamt 700 Kilometer durch die Wüste im längsten und schwersten Zug der Welt. Worauf habe ich mich da eingelassen? Die Fahrt wird über 20 Stunden dauern. Stopps gibt es so gut wie keine. Selbstversorgung ist angesagt. Quasi abwarten und Tee trinken. Und das ist in Mauretanien eine Zeremonie sondergleichen. The beer from Italia. Auf den Schaum kommt es an. So we try to make the foam. In the foam it used to be for example, the sand. When something comes, that we can filter it.
It just can stay in the filter. They can just drink the tea without anything else, like sand or something. If you come under, just gonna stay there. Damit der Schaum, der den Sand filtern soll, entsteht, wird das unzählige Male wiederholt. Hier hat man Zeit. Die Uhren ticken einfach anders. Und wenn mir jemand mal gesagt hätte, dass ich Grüntee mit viel Zucker so genießen werde, ich hätte es nicht geglaubt. Bier, Whisky, Mauretanien. Na denn mal à santé. Und nicht die Laune verderben lassen. Sind ja nur noch 18 Stunden. Genug Zeit, mal wieder einen Blick rauszuwerfen. Die Nachbarn grüßen oder entgegenkommende Züge. Insgesamt fahren parallel 6 auf der Strecke, 3 in jede Richtung. Das war's schon. Das sind die Highlights. Krass. Aber ist okay. Ich fühle mich wohl. Echt. Also wieder von vorne. Tee trinken, nachdenken. 10 Quadratmeter groß ist das Abteil, der Raum, der Stahlkäfig. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Zu dritt Luxus. Normalerweise teilen sich das hier 10 oder mehr Personen. Wem es drin zu langweilig ist, der kann die ganze Zeit auch draußen verbringen. Gut, ein bisschen staubig vom Sand und Erz, aber man kann die Kilometer mitzählen. Nur noch 501 bis zum Ziel Nouadhibou. Abends endlich einer von 3 Stopps. Zeit, Wasser und Essen durchs Fenster zu kaufen und mal draußen Pipi zu machen. Auf die Toilette im Zug hatte ich einfach keinen Bock. Nach über 20 Stunden, klingt quälender als es am Ende war, erreichen wir endlich Nouadhibou. Ankon. Hier nun zum zweiten Mal innerhalb von 4 Tagen. Now we're going out, take taxi, and we have the next flight, inshallah. Wait for the car. Da war ja noch was offen mit meinem Auto und dem Ersatzteil. Aber jetzt kommen wir erstmal an. Juhu! Yes. Meine Kamera, die die Polizei konfisziert hat, ist auch noch so ein Thema. Au revoir. Ciao. Die Familie hatte immerhin Betten, alle anderen nicht. Jetzt geht's raus. Sieht man mal, wie die anderen hier auch so gewohnt haben. Mitten auf dem Gang. Durch den man sich eher durchschlängeln muss. Die Fahrt im Erzzug von Mauretanien, ein Riesenerlebnis. Aber ganz ehrlich, ich freue mich übertrieben auf mein Apartment, auf Platz, auf Ruhe und auf, ich sage mal, hygienische Maßnahmen, die nach 1,5 Tagen etwas kurz gekommen sind. Das hier ist also mein Apartment. Das ist das Schlafzimmer. Das Wohnzimmer. Nice, muss ich sagen. Strom tut's im Übrigen auch gerade wieder. Hier ist die Küche. Na, ein bisschen einfach gehalten. Ja, und jetzt darf ich vorstellen, also ich bin jetzt seit Stunden hier und das ist das Badezimmer. Ja, und worauf freue ich mich am meisten? Natürlich auf eine Dusche, ne? Nix anderes. Nach zigtausend Stunden Zugfahrt klebig, bin immer noch total dreckig. Aber kein Wasser. Egal wie oft ich es mache, ändert nix. Inshallah, Wasser. Oh Mann, ey, was eine Nummer schon wieder. Da sagt einer mal, es werden in einem keine Steine in den Weg gelegt.
Tag 14 von 90 auf meinem Roadtrip nach Südafrika. Frisch geduscht, allerdings noch immer ohne meinen Honda. Der soll allerdings inzwischen angekommen sein. Deswegen sind Umar, mein Tourguide und ich auf dem Weg zum Güterbahnhof. Ist da gerade rot? The African Way am Steuer. How's driving in Mauritania? Easy, my friend. Easy like a crazy. How many persons have your driving license? Wow, not a lot of people. Actually, drive license is easy here. To get it is no problem. Ist ja auch immer wichtig, sich mit der Kultur und den Geflogenheiten des Landes vertraut zu machen. Nach 20 Minuten, ich bin schon ein wenig aufgeregt, ist mein Kleiner wirklich auf dem längsten Zug der Welt mitgefahren und ist er hier auch angekommen. Da steht mein Kleiner, da hinten. Man beachte die Sicherung, echte Handarbeit, sowohl das Dranmachen als auch das Abmachen. Wie auch immer, für mich ein unglaubliches Gefühl, wieder vereint zu sein mit meinem Auto, mit dem ich doch noch so viel erleben will. Es rollt, es rollt, es rollt. Weil hinten tüchtig angeschoben wird. Da hinten wird es nochmal sehr eng. Das sind nur schmale Eisenstreifen, die ich genau treffen muss. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Geschafft. Mega. Ein Problem weniger. Vielleicht. Auto ist von der Rampe. Juhu! Umar schleppt mich von hier weg und ich fange jetzt mal an zu zählen. Das ist das 3. Auto, an dem ich hänge. Kleiner Teaser auf die nächsten Wochen, das wird mir noch zigmal passieren. Hätte ich das damals gewusst, vielleicht hätte ich mich anders entschieden. Who knows? Ja, und so geht es jetzt mitten durch Nouadhibou. Abgeschleppt sein. Irre, echt. Was eine Nummer schon wieder. Freitag in einem islamischen Land ist wie Sonntag bei uns. Da arbeitet quasi niemand, so auch nicht der Mechaniker. Und wir lassen meinen Honda in hoffentlich guten Händen zurück. Verdammt, schon Tag 15 von 90 auf meinem Roadtrip nach Südafrika und ich hänge immer noch in Mauretanien fest. Besuch in der Werkstatt. So, where's your car? There. Dran gearbeitet wurde offensichtlich. Good or bad? Ich weiß auch nicht, wie man das zu werten hat. Auto vielleicht schon fertig? Oder ein Problem noch dran, weil irgendein anderes Ersatzteil fehlt? Denn die neue Kupplungsscheibe ist inzwischen angekommen. Ausgerechnet aus Casablanca in Marokko hätte ich ja quasi selbst mitbringen können. $250 hat mich der Spaß gekostet und die Reparatur kommt noch on top. Oh, that was it. This one with the broken. Have you got that? Where is it broken now? Here? This one is empty. You see, there's no Garantiere Honor. Garantiere kommt sie wieder. Ah, okay, and this one, okay, and everything's fine now. What? Is it fine the car? What? Das klingt eher zögerlich. Fertig oder nicht? He's going here. Take the another one to put it on. Yeah. And then start the car. Inshallah, we see. Today car will be. Habe ich das richtig verstanden? Das Auto ist heute fertig. Auto, inshallah, auto will be good. Just auto now. Auto is missing a tire. How do you see? And it is missing another part, but we will put it. Everything is fixing. Inshallah, everything is good, my friend. No problem. Wie soll ich das deuten? Fehlt nun noch ein Teil? Kann ich heute weiterfahren oder nicht? Richtig überzeugend tut mich das ja alles nicht.
Nur habe ich eine Wahl? Nein. Also das Beste draus machen. Wir sind ans Meer gefahren. Zu dritt. Umar hat seinen Freund Abdul mitgenommen. Der Wind pfeift ordentlich, macht die Hitze und Erlebnisse der Wüste ein wenig vergessen. Ja, das war gerade so toll, das Meer zu sehen. Ich habe zwar wieder keine Zeit reinzuspringen und die Strömung sah jetzt auch nicht so einladend aus, aber geil, gutes Gefühl. Das ist richtig so aufatmen und auch alles so total familiär. Ich meine, ich lerne so viele Freunde von Umar kennen, das ist unglaublich, das ist eine Handreichung. Die sind auch alle total herzlich und ja, jetzt hoffe ich, dass das alles so klappen wird und ich endlich mal einfach eher genießen kann und mich nicht nur auf Probleme lösen konzentrieren muss, beziehungsweise Umar hat ja letztendlich eben auch das meiste einfach weggeschaufelt und ich war zur Untätigkeit verdammt. Aber es fühlt sich gerade alles wieder toll an. Ich hab Bock. Tagträume sind gut für den Seelenfrieden, sag ich mal so. Zumindest fühlt es sich da noch so an. Denn am nächsten Tag ist schon wieder alles anders. Bereits am Vormittag waren wir schon einmal beim Schrauber unseres Vertrauens. Er war gerade dabei, das Getriebe einzubauen. Naja, jetzt soll's fertig sein und innerlich bin ich natürlich mega verunsichert. Zumal wir heute noch weiter in die Hauptstadt wollen. Und die große Frage lautet nun, ist das Auto fertig repariert oder noch nicht? Preach, oh preach! Yes. I make meditation for the car. Hope everything is finished. You can just start to knock shots, yeah, inshallah. Hier. We'll see. Hier. Fingers crossed. Bei allem Mist, der passiert, Umars Mitleiden macht die Situation für mich echt erträglicher. Oh, hier muss er stehen, hier muss er gleich stehen. Whoa, car is gone, we fix it, yes! Good news, I fix. Yes! Aber Auto ist weg. Aber ist gut, oder? Es fährt wieder. Es fährt wieder. Senegal! Yo! We'll see, maybe he push the car. Ja. I don't know, we'll see. Nur wenig später kommt der Mechaniker von der Probefahrt mit meinem Honda zurück. Fix it, but only when the car is off, you can put the first key is go. When the car is on, you cannot push the key, nothing is working. Only when the car is off, you can start to close. You have to try again. Next round try. Scheiße. Der macht richtig Probleme, der Kleine. Also wieder von vorne. Getriebe ausbauen, reparieren, einbauen, ausprobieren. Ja, ist ganz schön scheiße gerade. Das ist jetzt der 3. Tag Werkstatt, mehr oder weniger. Und das Auto ist immer noch nicht fertig, sondern macht noch weiterhin echt Probleme. Und ich bin nicht sicher, ob die das hier hinbekommen. Also eigentlich ist er zuversichtlich, der Schrauber. Voll nett auf jeden Fall und macht und tut. Und jetzt rocken die das Ding wieder raus. Heute ist Sonntag. Auch alles nicht selbstverständlich. Naja, jedenfalls weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es aber auch noch eine ganz andere Lösung. Möglicherweise eine echte Alternative. Mein Problem ist, dass mir augenblicklich total die Zeit im Nacken sitzt. Ich komme akut in Visaschwierigkeiten in ein paar Wochen. Jetzt ist mein Honda immer noch nicht repariert. Das ist Tag 3 und die Perspektive ist auch nicht so richtig da. Deswegen überlege ich jetzt, was zu tun, was so, sagen wir mal, nicht direkt meinem Sicherheitsempfinden so entspricht, aber ist schon auch geil. Ich habe da so ein Angebot bekommen von Umar.
einen alten Land Rover zu kaufen für 5.000 €. Ich würde das Auto kaufen und damit bis nach Südafrika fahren. Das ist der Plan, über den ich nachdenke, zu dem ich gerade tendiere. Dann könnte ich morgen endlich weiter. So geht's weiter. Riskante Entscheidung, hopp oder top. Ja, das ist er, den habe ich gekauft. Blöd, dass meine Probleme dadurch nicht kleiner, sondern noch größer werden. Motorschaden. Jetzt wird um den Motor gefeitscht. Es dauert, es kostet, aber vor allem werde ich diesen Schrotthaufen jemals fahren können. Perspektivenwechsel. Unterwegs in Venedig von Afrika. Bisschen bunter, lebendiger. Frauen, Kinder, Männer. Geben Gas, Musik hier. Gute Vibes und viel Wasser. Yeah! Let's go inside! Und ein fieser Vorgeschmack auf Regenzeit in Afrika.